Lektion 1: Kulturelle Normen und soziale Etikette. Hallo Anna, es kann sehr faszinierend sein, die kulturellen Normen und die soziale Etikette verschiedener Länder zu verstehen. Hallo John. Absolut, es ist wichtig, sich dieser Aspekte bewusst zu sein, wenn man mit Menschen aus verschiedenen Kulturen interagiert. Es kann definitiv unsere Kommunikation verbessern und unbeabsichtigte Missverständnisse vermeiden. Ja, kulturelle Normen und soziale Etikette sind von Land zu Land und sogar von Region zu Land sehr unterschiedlich. Das ist wahr. In manchen Kulturen ist es zum Beispiel üblich, die Schuhe auszuziehen, bevor man das Haus einer anderen Person betritt. Absolut. Es zeigt Respekt vor ihrem Platz und hält die Böden sauber. In anderen Kulturen ist dies möglicherweise nicht erforderlich. Es ist interessant, wie kleine Gesten wie diese in verschiedenen Kulturen eine bedeutende Bedeutung haben können. Definitiv. Ein weiterer Aspekt ist die angemessene Art, jemanden zu begrüßen. Händedrucke sind in vielen westlichen Kulturen üblich, aber in einigen Kulturen ist ein Bogen oder ein Wangenkuss angemessener. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, dass wir unsere Grüße an die Gepflogenheiten der Kultur anpassen, in der wir uns befinden. Absolut. Es zeugt von kultureller Sensibilität und zeigt, dass wir ihre Traditionen respektieren und schätzen. Ich kann verstehen, dass es Zeit braucht, um zu lernen und sich an diese kulturellen Normen anzupassen. Ja, das tut es. Aber mit einem offenen Geist und der Bereitschaft zu lernen, können wir verschiedene soziale Situationen reibungsloser bewältigen. Das ist wahr. Es ist auch wichtig, auf Körpersprache und nonverbale Hinweise zu achten. Definitiv. In einigen Kulturen wird die Aufrechterhaltung des direkten Augenkontakts als Zeichen von Respekt und Aufmerksamkeit angesehen, während sie in anderen als unhöflich oder konfrontativ angesehen wird. Es ist faszinierend, wie etwas so Einfaches wie Augenkontakt in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Absolut. Deshalb ist es wichtig, unsere Nachforschungen anzustellen und das Verhalten der Einheimischen zu beobachten, wenn sie einen neuen Ort besuchen. Auf diese Weise können wir unser Verhalten entsprechend anpassen und den kulturellen Normen des Landes, in dem wir uns befinden, Respekt entgegenbringen. Exakt. Es geht darum, Verständnis zu fördern und positive Verbindungen zu Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund aufzubauen. Ich stimme voll und ganz zu. Indem wir uns kultureller Normen bewusst sind und diese respektieren, können wir Harmonie fördern und sinnvolle Interaktionen schaffen. Definitiv. Es ist ein fortlaufender Lernprozess, aber es lohnt sich, kulturelle Unterschiede zu überbrücken und stärkere Beziehungen aufzubauen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Es war ein wertvolles Gespräch. Lektion 2: Reiseplanung. Hallo Anna, da alle Abfahrtzeiten perfekt sind, werde ich das auf jeden Fall überprüfen. Hallo John. Das ist eine gute Idee. Es ist immer wichtig, die Abfahrtszeiten zu überprüfen, wenn Sie eine Reise planen. Absolut. Ich habe aus Erfahrung gelernt, dass das Verpassen eines Fluges viel Stress und Unannehmlichkeiten verursachen kann. Definitiv. Es ist wichtig, mit genügend Zeit am Flughafen anzukommen, um die Sicherheitskontrolle zu passieren und einzuchecken. Das ist wahr. Normalerweise versuche ich, mindestens 2 Stunden vor der geplanten Abflugzeit anzukommen.
Das ist eine gute Faustregel für internationale Flüge. Für Inlandsflüge sind in der Regel 1 bis 1,5 Stunden ausreichend. Das ist gut zu wissen. Das werde ich bei der Planung meiner bevorstehenden Reise berücksichtigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Packen. Hast du darüber nachgedacht, was du mitbringen musst? Ja, ich habe angefangen, eine Liste der wichtigsten Dinge zu erstellen, die ich für die Reise benötige. Das ist eine großartige Möglichkeit, organisiert zu bleiben. Wenn Sie eine Liste erstellen, können Sie sicherstellen, dass Sie nichts Wichtiges vergessen. Absolut. Ich werde auch die Wettervorhersage für mein Reiseziel überprüfen, um angemessene Kleidung einzupacken. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist wichtig, sich bequem anzuziehen und auf unterschiedliche Wetterbedingungen vorbereitet zu sein. Ich werde auch sicherstellen, dass alle meine Reisedokumente in Ordnung sind, zum Beispiel meinen Reisepass und alle erforderlichen Visa. Hervorragend. Es ist wichtig, alle erforderlichen Dokumente bereit zu haben, um Komplikationen in letzter Minute zu vermeiden. Ich werde auch die lokalen Gebräuche und kulturellen Normen des Landes, das ich besuche, recherchieren. Das ist eine tolle Idee. Wenn Sie sich der lokalen Gepflogenheiten bewusst sind, können Sie sich reibungsloser in der neuen Umgebung zurechtfinden. Ich werde mir auch alle lokalen Attraktionen oder Wahrzeichen ansehen, die ich während meiner Reise besuchen möchte. Wunderbar. Es ist immer gut, eine Vorstellung davon zu haben, was Sie an den Orten, die Sie besuchen, sehen und tun möchten. Ich werde auch nach Reisehinweisen oder Sicherheitsvorkehrungen für mein Reiseziel suchen. Das ist ein verantwortungsvoller Ansatz. Auf Reisen ist es wichtig, über Sicherheitsmaßnahmen auf dem Laufenden zu bleiben. Vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn es darum geht, meine Reise zu planen. Lektion 3: Erkundung lokaler Sehenswürdigkeiten. Hallo Anna, ausgezeichnet. Ich werde sicherstellen, dass ich es während meines Aufenthalts auschecke. Hallo John. Das klingt nach einem großartigen Plan. Die Erkundung lokaler Sehenswürdigkeiten ist eine fantastische Möglichkeit, in die Kultur eines Ortes einzutauchen. Absolut. Es macht mir immer Spaß, die versteckten Juwelen und beliebten Wahrzeichen einer neuen Stadt zu entdecken. Es ist faszinierend, wie jeder Ort seine eigenen einzigartigen Attraktionen hat, die eine Geschichte über seine Geschichte und Identität erzählen. Definitiv. Ich liebe es, Museen und Kunstgalerien zu besuchen, um mehr über die lokale Kunst und das lokale Erbe zu erfahren. Das ist eine wunderbare Art, die künstlerischen und kulturellen Aspekte eines Reiseziels zu schätzen. Ich erkunde auch gerne historische Stätten und Monumente. Sie bieten Einblicke in die Vergangenheit eines Ortes. Historische Stätten sind wie Fenster in die Vergangenheit, die es uns ermöglichen, uns mit dem reichen Erbe eines Ortes zu verbinden. Ich bin auch daran interessiert, die lokale Küche auszuprobieren. Essen kann ein wichtiger Teil der Identität einer Kultur sein. Absolut. Die Verkostung lokaler Gerichte und Aromen ist eine köstliche Art, einen neuen Ort zu erleben. Ich werde während meines Besuchs unbedingt einige authentische Restaurants und Streetfood-Stände besuchen. Das ist eine tolle Idee. Vergessen Sie nicht, die typischen Gerichte der Region, in der Sie sich befinden, zu probieren. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich freue mich darauf, die lokalen kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen.
Ein weiterer interessanter Aspekt, den es zu erkunden gilt, ist die lokale Musik und darstellende Kunstszene. Das ist wahr. Der Besuch von Konzerten, Live-Auftritten oder sogar traditionellen Tanzshows kann sehr faszinierend sein. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die künstlerischen Talente und kulturellen Ausdrucksformen eines Ortes zu schätzen. Ich werde mich auch mit Outdoor-Aktivitäten und Naturgebieten befassen. Das Erkunden von Parks, Gärten oder Wanderwegen kann erfrischend sein. Zeit in der Natur zu verbringen ist verjüngend und bietet eine andere Perspektive auf das Reiseziel. Ich werde sicherstellen, dass auch einige unvergessliche Momente mit meiner Kamera festgehalten werden. Fotografie ist eine großartige Möglichkeit, deine Erfahrungen zu dokumentieren und sie mit anderen zu teilen. Ich freue mich darauf, in die lokalen Attraktionen einzutauchen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Das ist der Geist. Genießen Sie jeden Moment Ihrer Erkundung und machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit dort. Danke für die Vorschläge. Ich schätze Ihre Erkenntnisse. Lektion 4: Morgenroutine und positive Denkweise. Hallo Anna, wenn ich bei einem wunderschönen Sonnenaufgang aufwache, habe ich immer gute Laune. Hallo John. Ich stimme zu, den Tag mit einem atemberaubenden Sonnenaufgang zu beginnen, kann wirklich erhebend sein. Es ist erstaunlich, wie sich ein einfaches Naturphänomen so positiv auf unsere Denkweise auswirken kann. Absolut. Die Schönheit der Natur hat eine Art, uns zu inspirieren und mit Energie zu versorgen. Neben dem Genießen des Sonnenaufgangs starte ich meinen Tag gerne mit ein paar leichten Übungen. Das ist eine fantastische Möglichkeit, Ihren Körper in Bewegung zu bringen und Ihre Muskeln aufzuwecken. Es hilft mir, mich wacher zu fühlen und bereit zu sein, die Herausforderungen des Tages anzunehmen. Ich bin ein Fan von Morning Yoga. Es dehnt nicht nur meinen Körper, sondern beruhigt auch meinen Geist. Yoga ist eine großartige Möglichkeit, Gleichgewicht und Konzentration zu finden, bevor Sie in die Aktivitäten des Tages eintauchen. Ich finde es auch beruhigend und beruhigend. Es gibt einen positiven Ton für den Tag an. Nach dem Training esse ich gerne ein nahrhaftes Frühstück, um meinen Körper und Geist mit Energie zu versorgen. Das Frühstück ist in der Tat die wichtigste Mahlzeit des Tages. Es liefert die Energie, die wir brauchen, um konzentriert zu bleiben. Normalerweise entscheide ich mich für eine Kombination aus Protein, Vollkornprodukten und Früchten, um den ganzen Morgen über mit Energie versorgt zu sein. Das ist ein gesunder Ansatz. Es ist wichtig, unseren Körper mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Neben dem körperlichen Wohlbefinden ist auch das psychische Wohlbefinden entscheidend für einen produktiven Tag. Absolut. Sich ein paar Augenblicke für Meditation oder Achtsamkeit zu nehmen, kann helfen, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Ich finde, dass es mir hilft, zentriert zu bleiben, wenn ich tief durchatme und mich auf den gegenwärtigen Moment konzentriere. Achtsamkeitspraktiken eignen sich hervorragend, um das Selbstbewusstsein zu steigern und die allgemeine geistige Klarheit zu verbessern. Eine andere Sache, die ich tue, um einen positiven Ton für den Tag zu setzen, ist, aufmunternde Musik zu hören, während ich mich fertig mache. Musik hat die Möglichkeit, unsere Stimmung zu beeinflussen und eine positive Atmosphäre zu schaffen. Es ist erstaunlich, wie ein Ohrwurm meine Stimmung sofort heben und mich in eine positive Einstellung versetzen kann. Ich könnte nicht mehr zustimmen.
Musik hat die Kraft, Emotionen hervorzurufen und unser allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Insgesamt schafft eine Morgenroutine, die körperliche Aktivität, gesunde Ernährung und positive Denkweisen beinhaltet, die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Tag. Absolut. Es geht darum, den Tag auf dem richtigen Fuß zu beginnen und Körper und Geist zu pflegen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Es ist immer inspirierend, Ideen darüber auszutauschen, wie wir unseren Morgen optimal nutzen können. Lektion 5: Zielsetzung und Fitnessmotivation. Hallo Anna, hast du dir schon einmal bestimmte Fitnessziele gesetzt? Hallo John. Ja, es ist wichtig, sich bestimmte Ziele zu setzen, um motiviert zu bleiben und den Fortschritt zu verfolgen. Das ist wahr. Das Setzen klarer Ziele hilft uns, konzentriert zu bleiben und darauf hinzuarbeiten, sie zu erreichen. Absolut. Es gibt uns etwas, wonach wir streben können, und hält uns auf unserer Fitnessreise auf Kurs. Ich finde, dass das Setzen von kurzfristigen und langfristigen Zielen mir hilft, motiviert zu bleiben. Das ist ein großartiger Ansatz. Kurzfristige Ziele bieten unmittelbare Ziele, während langfristige Ziele uns langfristig motivieren. Exakt. Kurzfristige Ziele könnten Dinge wie die Erhöhung der Anzahl der Liegestütze oder das Laufen einer Extrameile sein. Und langfristige Ziele könnten darin bestehen, einen Marathon zu absolvieren oder ein bestimmtes Gewicht oder eine bestimmte Körperzusammensetzung zu erreichen. Es ist wichtig, dass unsere Ziele realistisch und erreichbar sind, damit wir uns nicht entmutigen lassen. Absolut. Wenn wir unterwegs kleine Meilensteine setzen, können wir motiviert bleiben und unsere Fortschritte feiern. Eine andere Sache, die mir hilft, motiviert zu bleiben, ist die Suche nach einem Trainingspartner. Einen Trainingspartner zu haben, kann unglaublich vorteilhaft sein. Es bietet ein gewisses Maß an Rechenschaftspflicht und macht das Training angenehmer. Es ist toll, jemanden zu haben, mit dem man die Reise teilen kann, jemanden, der einen vorantreiben und unterstützen kann. Ich stimme zu. Wenn Sie mit einem Freund trainieren, macht das Training mehr Spaß und bietet auch die Möglichkeit für einen gesunden Wettkampf. Außerdem kann uns ein Trainingspartner helfen, konsequent zu bleiben und unserer Fitnessroutine treu zu bleiben. Es ist einfacher, motiviert zu bleiben, wenn Sie jemanden haben, der Sie anfeuert und Sie zur Rechenschaft zieht. Ich finde es auch hilfreich, mein Training zu variieren, um die Dinge interessant zu halten und Langeweile zu vermeiden. Das ist eine großartige Strategie. Das Ausprobieren verschiedener Übungen oder Aktivitäten hält die Routine frisch und fordert verschiedene Muskelgruppen heraus. Ich mag es, Dinge durcheinander zu bringen, indem ich Krafttraining, Cardio- und Flexibilitätsübungen in meine Routine integriere. Abwechslung hält uns nicht nur auf Trab, sondern hilft uns auch, ein ausgewogenes Fitnessniveau zu erreichen. Es ist wichtig, auf unseren Körper zu hören und uns bei Bedarf Ruhetage zu gönnen. Ruhe und Erholung sind unerlässlich, um Verletzungen vorzubeugen und unserem Körper zu ermöglichen, sich zu reparieren und stärker zu werden. Absolut. Ruhetage sind genauso wichtig wie die Trainingstage selbst. Insgesamt hilft uns das Setzen bestimmter Ziele und die Suche nach einem Trainingspartner, motiviert und engagiert für unsere Fitnessreise zu bleiben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum herauszufinden, was für uns funktioniert und bei unseren Bemühungen konsequent zu bleiben.
Lektion 6: Zusammenarbeit und Einhaltung von Fristen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie nützlich die Zusammenarbeit sein kann, um unsere Ziele zu erreichen. Hallo John. Ich stimme zu. Die Zusammenarbeit mit anderen kann neue Perspektiven eröffnen und unsere Ergebnisse verbessern. Es ist erstaunlich, wie Zusammenarbeit zu innovativen Ideen und Lösungen führen kann. Absolut. Wenn wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten bündeln, können wir mehr erreichen, als wir individuell können. Ich arbeite gerne zusammen, weil ich so von anderen lernen und meinen Horizont erweitern kann. Die Zusammenarbeit mit anderen setzt uns anderen Denkweisen aus und hilft uns, persönlich und beruflich zu wachsen. Bei der Zusammenarbeit ist es wichtig, eine klare Kommunikation herzustellen und Erwartungen zu setzen. Eine klare Kommunikation stellt sicher, dass alle auf derselben Wellenlänge sind und ihre Rollen und Verantwortlichkeiten verstehen. Bei der Zusammenarbeit ist es wichtig, die Meinungen und Beiträge aller zu respektieren. Respekt schafft ein positives und inklusives Umfeld, in dem sich jeder geschätzt und motiviert fühlt, sein Bestes zu geben. Der Umgang mit Terminen ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit. Wie verwalten Sie sie effektiv? Die Einhaltung von Terminen erfordert ein gutes Zeitmanagement und Fähigkeiten zur Priorisierung. Ich finde es hilfreich, größere Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile mit eigenen Fristen aufzuteilen. Das ist eine großartige Strategie. Die Aufschlüsselung von Aufgaben macht sie weniger überwältigend und einfacher zu bewältigen. Ich verwende auch Produktivitätstools und Techniken, um organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass Aufgaben rechtzeitig erledigt werden. Produktivitätstools können wegweisend sein. Sie helfen uns, konzentriert zu bleiben und unsere Fortschritte effektiv zu verfolgen. Es ist wichtig, proaktiv zu sein und potenzielle Hindernisse oder Herausforderungen anzugehen, die sich auf die Einhaltung von Fristen auswirken könnten. Wenn wir proaktiv sind, können wir potenzielle Hindernisse antizipieren und Lösungen für sie finden, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Die Kommunikation mit Teammitgliedern und Stakeholdern ist entscheidend, um auf dem Laufenden zu bleiben und die Erwartungen in Bezug auf Termine zu erfüllen. Regelmäßige Kommunikation stellt sicher, dass alle über Fortschritte, mögliche Verzögerungen und notwendige Anpassungen informiert sind. Ich stimme zu. Eine offene und transparente Kommunikation hilft, Vertrauen aufzubauen und fördert ein kollaboratives Umfeld. Bei der Zusammenarbeit ist es auch wichtig, flexibel und anpassungsfähig zu sein, da es zu unerwarteten Änderungen kommen kann. Unsere Flexibilität ermöglicht es uns, unsere Pläne und Prioritäten anzupassen und gleichzeitig die Gesamtprojektfristen einzuhalten. Insgesamt sind Zusammenarbeit und effektives Terminmanagement für eine erfolgreiche Teamarbeit und den Projektabschluss unerlässlich. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Zusammenarbeit bringt das Beste aus uns heraus und hilft uns, gemeinsam großartige Ergebnisse zu erzielen. Lektion 7: Ausgaben organisieren und Budgetierung. Hallo Anna, wenn es um die Verwaltung von Ausgaben geht, behalten Sie den Überblick über Ihre Belege? Hallo John. Ja, ich stelle sicher, dass ich alle Quittungen für Mahlzeiten, Transport und andere Ausgaben sammle. Das ist eine gute Praxis. Quittungen helfen uns dabei, unsere Ausgaben genau zu verfolgen und zu organisieren.
Absolut. Es ist wichtig, dass wir Aufzeichnungen über unsere Ausgaben haben, um effektiv budgetieren zu können. Apropos Budgetierung, haben Sie Tipps, wie Sie Ihre Ausgaben sinnvoll verwalten können? Eine Strategie, die ich für hilfreich halte, besteht darin, ein monatliches Budget zu erstellen und daran festzuhalten. Das ist ein großartiger Ansatz. Die Festlegung eines Budgets ermöglicht es uns, unsere Mittel mit Bedacht einzusetzen und zu hohe Ausgaben zu vermeiden. Es ist auch wichtig, unsere Ausgaben auf der Grundlage unserer Bedürfnisse und finanziellen Ziele zu priorisieren. Ich stimme zu. Indem wir zwischen Wünschen und Bedürfnissen unterscheiden, können wir fundierte Entscheidungen über unsere Ausgaben treffen. Ein weiterer Tipp ist, unsere Ausgaben regelmäßig zu verfolgen, um sicherzustellen, dass wir unser Budget einhalten. Wenn wir unsere Ausgaben aufzeichnen, können wir Bereiche identifizieren, in denen wir bei Bedarf Kürzungen vornehmen können. Absolut. Es gibt uns ein klares Bild davon, wohin unser Geld fließt, und hilft uns, gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Haben Sie Strategien, um Geld zu sparen und gleichzeitig das Leben zu genießen? Eine Möglichkeit besteht darin, bei Einkäufen nach Angeboten und Rabatten zu suchen. Das ist ein kluger Ansatz. Es lohnt sich immer, nach Verkäufen zu suchen oder Gutscheine zu verwenden, um etwas Geld zu sparen. Eine andere Strategie besteht darin, Mahlzeiten zu planen und zu Hause zu kochen, anstatt häufig auswärts zu essen. Zu Hause zu kochen spart nicht nur Geld, sondern ermöglicht uns auch gesündere und nahrhaftere Mahlzeiten. Ich finde es auch hilfreich, Sparziele zu setzen und regelmäßige Beiträge auf ein Sparkonto zu automatisieren. Die Automatisierung von Einsparungen ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass wir konsequent Geld für die Zukunft beiseite legen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen dem Genießen unserer Gegenwart und der Sicherung unserer finanziellen Zukunft zu finden. Absolut. Indem wir auf unsere Ausgaben achten und bewusste Entscheidungen treffen, können wir finanzielle Stabilität erreichen. Und wenn wir anhand von Einnahmen und Budgetierung ein klares Bild unserer Ausgaben haben, bleiben wir auf dem richtigen Weg. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Es ist immer wertvoll, Ideen zur Verwaltung von Ausgaben und Budgetierung auszutauschen. Lektion 8: Eine Reise planen. Hallo Anna, ich habe über unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Das klingt perfekt. Hast du Flüge und Unterkünfte überprüft? Hallo John. Ja, ich habe nach Flügen und Unterkünften für unsere Reise gesucht. Großartig. Die richtigen Flüge und Unterkünfte zu finden, kann unsere Reise angenehmer machen. Ich habe Preise verglichen und Bewertungen gelesen, um sicherzustellen, dass wir die besten Optionen innerhalb unseres Budgets finden. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, bei der Reiseplanung ein Gleichgewicht zwischen Qualität und Kosten zu finden. Absolut. Ich habe auch über die Lage der Unterkünfte nachgedacht, um den Komfort während unserer Reise zu gewährleisten. Der Standort ist entscheidend. Ein Aufenthalt in einer zentralen Gegend kann uns Zeit sparen und es einfacher machen, die Umgebung zu erkunden. Ich habe nach Sonderangeboten oder Rabatten gesucht, die möglicherweise für Flüge oder Unterkünfte verfügbar sind. Wenn wir Angebote und Rabatte nutzen, können wir während unserer Reise etwas Geld für andere Aktivitäten sparen. Ich habe auch nach Transportmöglichkeiten an unserem Zielort gesucht.
Es ist wichtig, im Voraus zu planen, um sich fortzubewegen. Das ist ein gutes Argument. Die Suche nach Transportmöglichkeiten kann uns helfen, uns in der Stadt effizienter zurechtzufinden. Ich habe über öffentliche Verkehrsmittel sowie über alle verfügbaren Apps oder Dienste für den Nahverkehr nachgedacht. Die Nutzung lokaler Verkehrsmittel kann uns ein authentischeres Erlebnis bieten und uns helfen, in die Kultur einzutauchen. Ich stimme zu. Es lohnt sich auch, nach Reisepässen oder Karten zu suchen, die Rabatte für mehrere Reisen bieten. Das ist eine tolle Idee. Reisepässe können uns Geld sparen und es bequemer machen, verschiedene Attraktionen zu erkunden. Ich habe auch nach beliebten Attraktionen und Aktivitäten an unserem Reiseziel gesucht. Wir wollen nichts verpassen. Absolut. Wenn wir im Voraus planen, können wir eine Reiseroute erstellen, die die Orte und Erlebnisse beinhaltet, an denen wir am meisten interessiert sind. Ich habe über alle Einreisebestimmungen oder notwendigen Dokumente für unser Reiseziel gelesen. Wir müssen vorbereitet sein. Es ist wichtig zu überprüfen, ob wir Visa, Impfungen oder bestimmte Reisedokumente benötigen, um in das Land einzureisen. Ich habe auch nach Reiseversicherungsoptionen gesucht. Es ist wichtig, für den Fall unvorhergesehener Umstände abgesichert zu sein. Eine Reiseversicherung bietet Sicherheit und stellt sicher, dass wir während unserer Reise geschützt sind. Ich habe eine Liste der wichtigsten Dinge zum Packen erstellt, basierend auf dem Wetter und den Aktivitäten, die wir unternehmen werden. Intelligentes Packen kann uns helfen, organisiert zu bleiben und zu vermeiden, dass wichtige Gegenstände überpackt oder vergessen werden. Ich habe auch lokale Bräuche und kulturelle Umgangsformen erforscht, um sicherzustellen, dass wir die lokalen Traditionen respektieren. Die lokale Kultur zu verstehen und zu respektieren verbessert unser Reiseerlebnis und ermöglicht es uns, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Vielen Dank, dass Sie die Reiseplanung mit mir besprochen haben. Es ist aufregend, sich auf unser bevorstehendes Abenteuer vorzubereiten. Du bist willkommen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Auf eine gut geplante und unvergessliche Reise. Lektion 9: Pläne schmieden und Ereignisse antizipieren. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, mich dieses Wochenende zu treffen. Bist du verfügbar? Hallo John. Ja, ich habe etwas Freizeit. Was hattest du im Sinn? Wie wäre es, wenn wir uns einen Film ansehen? Es gibt eine neue Veröffentlichung, die ich sehen wollte. Das klingt nach einem Plan. Um wie viel Uhr fängt der Film an? Es wird um 14 Uhr gezeigt. Würde das für dich funktionieren? Das ist perfekt. Das markiere ich in meinem Kalender. In welches Theater gehen wir? Lass uns zu dem in der Innenstadt gehen. Es ist uns beiden näher. Großartig. Ich treffe dich dort. Hast du die Kritiken des Films überprüft? Ja, ich habe es nachgeschlagen und die Bewertungen sind ziemlich positiv. Es scheint ein guter zu sein. Ich freue mich. Ich sehe mir immer gerne Filme mit dir an. Ebenso. Es macht immer Spaß, die Erfahrung zu teilen und sie anschließend zu besprechen. Übrigens, hast du von dem neuen Café gehört,
das in der Nähe eröffnet wurde? Nein, habe ich nicht. Erzähl mir mehr darüber. Es heißt The Brohaven. Sie haben eine Vielzahl von Kaffeemischungen und köstlichem Gebäck. Das klingt verlockend. Wie wäre es, wenn wir dort vor dem Film einen Kaffee trinken? Das ist eine tolle Idee. Wir können uns treffen und bei einer Tasse Kaffee ein nettes Gespräch führen. Ich freue mich darauf. Treffen wir uns gegen 13 Uhr im Café und gehen dann ins Theater. Klingt nach einem Plan. Wir sehen uns um 13 Uhr im Brohaven. Perfekt. Ich werde da sein. Ich kann unseren Filmausflug und die Kaffeezeit kaum erwarten. Ich auch nicht. Das wird ein fantastisches Wochenende. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns dann. Pass auf dich auf, bis wir uns treffen. Lektion 10. Erkundung von Strandzielen. Hallo Anna, ich sehne mich in letzter Zeit nach Sonne und Sand. Mir geht es genauso. Haben Sie irgendwelche Lieblingsziele am Strand? Hallo John. Absolut, ich liebe es, verschiedene Strandziele zu erkunden. Einer meiner Favoriten ist Bali. Bali klingt unglaublich. Was magst du daran? Die unberührten Strände, das kristallklare Wasser und die lebendige Kultur machen es zu einem perfekten Kurzurlaub. Das klingt unglaublich. Ich habe viel über die Strände in der Karibik gehört. Warst du dort? Ja, ich hatte das Glück, einige karibische Inseln zu besuchen. Die Sandstrände und das türkisfarbene Wasser sind atemberaubend. Das ist fantastisch. Welche Insel würdest du einem Erstbesucher empfehlen? Wenn Sie nach einer Mischung aus Entspannung und Abenteuer suchen, empfehle ich Ihnen, die Dominikanische Republik zu besuchen. Die Dominikanische Republik klingt faszinierend. Welche Aktivitäten kann man dort genießen? Sie können Wassersportarten wie Schnorcheln nachgehen, in Nationalparks wandern gehen oder einfach die Sonne an den atemberaubenden Stränden genießen. Das klingt nach einer perfekten Mischung von Aktivitäten. Ich wollte schon immer Griechenland besuchen. Warst du dort? Ja, Griechenland ist absolut bezaubernd. Die Strände auf Santorin und Mykonos sind postkartenwürdig. Ich habe Bilder von diesen Inseln gesehen und sie sehen umwerfend aus. Gibt es noch andere Strandziele, die du empfehlen würdest? Ganz gewiss. Thailand ist ein weiteres wunderschönes Land mit herrlichen Stränden. Orte wie Phuket und Krabi sind einen Besuch wert. Thailand steht schon eine Weile auf meiner Reiseliste. Was macht seine Strände so besonders? Die tropische Landschaft, der weiße Sand und die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Ich kann es kaum erwarten, diese Orte zu besuchen. Gibt es versteckte Juwelen, die du entdeckt hast? Ein verstecktes Juwel, das ich gefunden habe, sind die Seychellen. Es ist eine Inselgruppe, die für ihre abgelegenen und malerischen Strände bekannt ist. Die Seychellen klingen wie ein Paradies. Ich werde es auf jeden Fall zu meiner Reisebucketliste hinzufügen.
Es ist ein Reiseziel, das Sie nicht bereuen werden. Die natürliche Schönheit dort ist einfach atemberaubend. Vielen Dank, dass Sie diese fantastischen Strandziele geteilt haben. Ich bin inspiriert, mit der Planung meiner nächsten Reise zu beginnen. Lektion 11: Implementierung eines Partnerschaftszeitplans. Hallo Anna, ich habe den Vorschlag überprüft und ich muss sagen, er ist ziemlich vielversprechend. Lassen Sie uns über den Zeitplan für die Umsetzung dieser Partnerschaft sprechen. Hallo John. Ich freue mich, dass dir der Vorschlag gefallen hat. Ich stimme zu, die Festlegung eines klaren Zeitplans ist entscheidend für eine erfolgreiche Partnerschaft. Absolut. Wir sollten damit beginnen, die ersten Schritte zu besprechen. Wann glauben Sie, können wir beginnen? Ich glaube, wir können den Umsetzungsprozess nächsten Monat beginnen. Funktioniert das für dich? Das klingt vernünftig. Wir müssen Ressourcen bereitstellen und unsere Teams auf die Zusammenarbeit vorbereiten. Einverstanden. Sobald wir einen Starttermin haben, können wir die wichtigsten Meilensteine skizzieren. Wie lange wird jede Phase Ihrer Meinung nach dauern? Ich denke, die erste Phase, die den Aufbau der Infrastruktur beinhaltet, sollte etwa 2 Monate dauern. 2 Monate klingen realistisch. Während dieser Zeit können wir uns auch darauf konzentrieren, unsere jeweiligen Teams zu trainieren. Das ist ein gutes Argument. Wir müssen sicherstellen, dass alle auf derselben Wellenlänge sind und mit den neuen Prozessen vertraut sind. Exakt. Sobald die Infrastruktur eingerichtet ist, können wir mit der zweiten Phase fortfahren, die das Testen und Verfeinern beinhaltet. Ich gehe davon aus, dass diese Phase etwa 3 Monate dauern wird. Wir müssen Feedback einholen und die notwendigen Anpassungen vornehmen. 3 Monate sollten uns genug Zeit geben, um die Systeme gründlich zu testen und alle auftretenden Probleme zu lösen. Sobald wir die Testphase abgeschlossen haben, können wir mit der letzten Phase, dem Start, fortfahren. Einverstanden. Wir sollten eine Auftaktveranstaltung planen, um Begeisterung zu wecken und unsere Partnerschaft der Öffentlichkeit vorzustellen. Ich denke, eine Auftaktveranstaltung wäre eine großartige Idee. Wir können Interessenvertreter einladen und die Vorteile unserer Zusammenarbeit demonstrieren. Das klingt nach einem Plan. Wir sollten anstreben, die Auftaktveranstaltung etwa 4 Monate nach dem Startdatum abzuhalten. 4 Monate sollten uns ausreichend Zeit geben, um offene Fragen zu klären und eine erfolgreiche Markteinführung sicherzustellen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass der Zeitplan etwas flexibel ist, um unerwarteten Herausforderungen gerecht zu werden. Absolut. Es ist immer ratsam, etwas Pufferzeit einzuplanen, um mit unvorhergesehenen Umständen umgehen zu können. Sobald die Partnerschaft in Betrieb ist, können wir ihre Fortschritte weiter verfolgen und dabei die notwendigen Anpassungen vornehmen. Kontinuierliche Bewertung und Verbesserung sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg unserer Partnerschaft. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Indem wir proaktiv und anpassungsfähig bleiben, können wir eine starke und fruchtbare Zusammenarbeit sicherstellen. Ich freue mich über das Potenzial dieser Partnerschaft. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um sie zu einem durchschlagenden Erfolg zu machen. Ich teile deine Begeisterung. Ich glaube, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen zu großartigen Ergebnissen führen werden. Lass uns anfangen. Absolut. Lassen Sie uns eintauchen und diese Partnerschaft zum Erfolg führen.
Lektion 12: Yoga und Stretching. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit einige Yoga-Übungen ausprobiert. Hast du schon einmal Yoga gemacht? Hallo John. Ja, ich praktiziere regelmäßig Yoga. Es ist eine großartige Möglichkeit, flexibel zu bleiben und Stress abzubauen. Das ist vielversprechend. Ich hatte Probleme mit der Flexibilität, besonders in meinen Muskeln. Irgendwelche Tipps? Eine Pose, die helfen kann, ist der nach unten gerichtete Hund. Es dehnt Ihre Muskeln gut, besonders die Kniesehnen und Waden. Das klingt interessant. Wie macht man die nach unten gerichtete Hundehaltung? Beginnen Sie auf Ihren Händen und Knien, heben Sie dann Ihre Hüften an und bilden Sie mit Ihrem Körper eine umgekehrte V-Form. Ich probiere es mal aus. Gibt es noch andere Posen, die du zum Dehnen der Muskeln empfiehlst? Ja, die Kriegerpose eignet sich hervorragend zum Dehnen der Beine, während die Cobra-Pose hilft, Brust und Schultern zu öffnen. Ich werde die in meine Routine integrieren. Wie lange sollte ich jede Pose halten? Halten Sie jede Pose am besten etwa 30 Sekunden bis eine Minute lang, atmen Sie tief durch und konzentrieren Sie sich auf die Dehnung. Das macht Sinn. Gibt es eine bestimmte Tageszeit, die am besten für Yoga und Stretching geeignet ist? Sie können Yoga zu jeder Zeit praktizieren, die für Sie geeignet ist, aber viele Menschen finden es vorteilhaft, es morgens zu tun, um ihren Tag mit Energie zu versorgen. Dann werde ich versuchen, Yoga in meine Morgenroutine zu integrieren. Gibt es Ressourcen oder Apps, die du empfiehlst? Es gibt viele großartige Ressourcen online und Apps wie Yoga Studio und Down Dog bieten geführte Yogakurse für alle Niveaus an. Ich werde mir die ansehen. Hast du noch andere Tipps für einen Anfänger wie mich? Denken Sie daran, auf Ihren Körper zu hören und sich niemals in eine Pose zu zwingen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Herausforderung und Komfort zu finden. Das ist ein guter Rat. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke, dass du dein Wissen geteilt hast. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Yoga ist eine wunderbare Praxis, die sowohl dem Körper als auch dem Geist zugutekommen kann. Ich freue mich darauf, meine Yogareise zu beginnen und die Vorteile aus erster Hand zu erleben. Nochmals vielen Dank. Lektion 13: Analyse von Wettbewerbsstrategien. Hallo Anna, ich habe mir die Strategien unserer Konkurrenten genau angesehen. Was denkst du über sie? Hallo John. Es ist wichtig, über unsere Konkurrenten auf dem Laufenden zu bleiben. Was haben Sie bisher entdeckt? Nun, es scheint, als würden sie sich darauf konzentrieren, ihre Online-Präsenz auszubauen und personalisierte Kundenerlebnisse anzubieten. Das ist interessant. Wir sollten erwägen, diese Strategien in unser eigenes Geschäftsmodell zu integrieren. Ich stimme zu. Es ist vielversprechend zu sehen, wie sie sich an die sich ändernden Markttrends anpassen. Absolut. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben und unser Angebot kontinuierlich verbessern. Exakt. Durch die Analyse ihrer Strategien können wir Bereiche identifizieren, in denen wir uns von anderen abheben können. Das ist ein gutes Argument. Wir sollten unsere einzigartigen Stärken nutzen, um uns von der Konkurrenz abzuheben.
Mir ist auch aufgefallen, dass Sie stark in Social-Media-Werbung investieren. Es könnte eine Überlegung für unsere Marketingbemühungen wert sein. Werbung in sozialen Medien kann effektiv sein, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Wir sollten diesen Weg erkunden. Definitiv. Es ist wichtig, über die neuesten Marketingtechniken und Plattformen auf dem Laufenden zu bleiben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir müssen uns anpassen und weiterentwickeln, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Ich denke, es wäre von Vorteil, eine gründliche Analyse der Stärken und Schwächen unserer Wettbewerber durchzuführen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, Ihre Strategien zu verstehen und Möglichkeiten zu finden, bei denen wir uns auszeichnen können. Auf diese Weise können wir einen umfassenden Plan formulieren, um uns als Marktführer zu positionieren. Absolut. Es wird uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und uns helfen, Kunden zu gewinnen und zu binden. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Lassen Sie uns unsere Ergebnisse sammeln und sie mit dem Team besprechen. Das klingt nach einem Plan. Zusammenarbeit und Brainstorming werden uns helfen, innovative Lösungen zu finden. Ich freue mich über die Möglichkeiten. Mit den richtigen Strategien können wir unsere Konkurrenten übertreffen. Ich teile deine Begeisterung. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um zu analysieren, innovativ zu sein und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Einverstanden. Gemeinsam können wir Großes erreichen und unser Geschäft zu neuen Höhen führen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Lassen Sie uns anfangen und uns in der Branche einen Namen machen. Absolut. Unsere Entschlossenheit und unser strategisches Denken werden uns von anderen abheben. Lassen Sie uns das möglich machen. Lektion 14. Gemeinsam etwas Gesundes kochen. Hallo Anna, in letzter Zeit habe ich darüber nachgedacht, gemeinsam etwas Gesundes zu kochen. Was denkst du? Hallo John. Das klingt nach einer großartigen Idee. Das Kochen gesunder Mahlzeiten kann sowohl Spaß machen als auch lohnend sein. Ich freue mich, dass du an Bord bist. Haben Sie Vorschläge für ein gesundes Rezept, das wir ausprobieren können? Wie wäre es, einen farbenfrohen Salat mit einer Vielzahl von frischem Gemüse und einem hausgemachten Dressing zuzubereiten? Das klingt köstlich. Welches Gemüse würdest du für den Salat empfehlen? Wir können knusprigen Salat, saftige Tomaten, knusprige Gurken und einige bunte Paprika verwenden. Exzellente Entscheidungen. Was ist mit dem Dressing? Irgendwelche Empfehlungen für eine gesunde Variante? Wir können eine einfache Vinaigrette mit Olivenöl, Balsamico-Essig, Dijon-Senf und einem Hauch Honig herstellen. Das klingt nach einer geschmackvollen Kombination. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Was ist der nächste Schritt? Wir waschen und hacken das Gemüse und werfen es dann in einer großen Schüssel zusammen. Sollten wir Protein hinzufügen, um eine sättigendere Mahlzeit zu machen? Ja, wir können etwas gegrilltes Hähnchen oder gekochte Eier als Protein oder sogar einige Kichererbsen für eine vegetarische Variante hinzufügen. Das ist eine tolle Idee. Das wird dem Salat mehr Substanz verleihen. Was ist mit Würzen? Für zusätzlichen Geschmack können wir etwas Salz,
Pfeffer und Kräuter wie Basilikum oder Petersilie darüber streuen. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Gibt es noch etwas, das wir in Betracht ziehen sollten? Wir sollten auch darauf achten, einige gesunde Fette wie Avocadoscheiben oder geröstete Nüsse zu uns zu nehmen. Das ist ein gutes Argument. Gesunde Fette sind wichtig für eine ausgewogene Ernährung. Sollen wir es sofort servieren? Ja, am besten genießt man den Salat frisch, solange das Gemüse noch knackig und lebendig ist. Hört sich gut an. Lass uns mit unserem gesunden Kochabenteuer beginnen. Ich freue mich darauf, etwas Leckeres zu lernen und zu kreieren. Ich auch. Gemeinsames Kochen ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sondern auch eine Gelegenheit, neue Geschmacksrichtungen und Techniken zu entdecken. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine Gelegenheit, unseren kulinarischen Horizont zu erweitern und gleichzeitig unseren Körper zu nähren. Absolut. Und das Kochen gesunder Mahlzeiten zu Hause hilft uns, die Kontrolle über die Zutaten zu behalten und bewusste Entscheidungen zu treffen. Das ist wahr. Es ist ermutigend, genau zu wissen, was in unseren Mahlzeiten enthalten ist. Außerdem kann es uns auf lange Sicht Geld sparen. Definitiv. Es ist eine Win-Win-Situation. Bist du bereit, mit mir auf diese Reise des gesunden Kochens zu gehen? Absolut. Tauchen wir ein in die Welt des nahrhaften und köstlichen Kochens. Ich bin dankbar, dich als meinen Kochpartner zu haben. Ebenso. Gemeinsam kreieren wir gesunde Mahlzeiten und machen unseren Gaumen und Körper glücklich. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Lassen Sie uns gesundes Kochen zu einem festen Bestandteil unseres Lebens machen. Lektion 15: Work-Life-Balance. Hallo Anna, bei unserem letzten Treffen hatten wir ein Gespräch über Work-Life-Balance. Was sind deine Gedanken dazu? Hallo John. Die Work-Life-Balance ist entscheidend für unser allgemeines Wohlbefinden. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen unserem Berufs- und Privatleben zu finden. Absolut. Es kann schwierig sein, ein Gleichgewicht zu finden, insbesondere wenn die Arbeitsanforderungen hoch sind. Das ist wahr. Es ist wichtig, Grenzen zu setzen und der Selbstpflege Priorität einzuräumen, um Burnout zu vermeiden. Ich stimme voll und ganz zu. Wie schaffen Sie es, eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten? Ich achte darauf, regelmäßige Pausen einzuplanen und Zeit für Aktivitäten einzuplanen, die mir Freude und Entspannung bringen. Das ist ein großartiger Ansatz. Ich finde es hilfreich, in meiner Freizeit von der Arbeit abzuschalten, um neue Energie zu tanken. Das Trennen der Verbindung ist der Schlüssel. Es ermöglicht uns, neue Energie zu tanken und in unserem Privatleben voll präsent zu sein. Definitiv. Ich habe auch angefangen, Aufgaben zu delegieren und bei Bedarf um Unterstützung zu bitten, um Überforderung zu vermeiden. Delegation ist wichtig. Es hilft, die Arbeitslast zu verteilen und ermöglicht es uns, uns auf unsere Prioritäten zu konzentrieren. Ich habe versucht, klare Grenzen zu setzen, indem ich bestimmte Arbeitszeiten festgelegt und mich daran gehalten habe. Die Festlegung der Arbeitszeiten ist eine großartige Idee. Es hilft, Struktur zu schaffen und fördert eine gesündere Work-Life-Balance. Ich habe auch Achtsamkeitspraktiken erforscht, um Stress abzubauen und den Fokus zu steigern. Hast du welche ausprobiert?
Ja, ich praktiziere Achtsamkeitsmeditation. Es hilft mir, zentriert zu bleiben und reduziert die Auswirkungen von arbeitsbedingtem Stress. Das ist fantastisch. Achtsamkeit kann ein wirksames Instrument sein, um eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Das ist es wirklich. Es ermöglicht uns, präsenter zu sein und bewusste Entscheidungen darüber zu treffen, wie wir unsere Zeit verbringen. Absolut. Es ist wichtig, dass wir unsere Zeit bewusst einteilen, um eine Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu erreichen. Einverstanden. Es geht darum, die richtige Mischung zu finden, die für uns individuell funktioniert und unsere persönlichen Bedürfnisse berücksichtigt. Ich denke, es ist wichtig, dass Unternehmen die Work-Life-Balance fördern und eine unterstützende Kultur fördern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Organisationen spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines Umfelds, in dem die Work-Life-Balance geschätzt wird. Indem wir der Work-Life-Balance Priorität einräumen, können wir Produktivität, Zufriedenheit und allgemeines Wohlbefinden steigern. Das ist wahr. Es ist eine Win-Win-Situation für die Mitarbeiter und das gesamte Unternehmen. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen. Es erinnert mich daran, wie wichtig es ist, eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Ich freue mich auch. Lassen Sie uns der Work-Life-Balance weiterhin Priorität einräumen und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Absolut. Gemeinsam können wir einen positiven Wandel hin zu einer gesünderen Work-Life-Balance bewirken. Ich glaube, wir können einen Unterschied machen. Gehen wir mit gutem Beispiel voran und ermutigen wir andere, ihre eigene Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu Da finden. stimme ich dir zu. Auf eine ausgewogene Work-Life-Balance und ein erfülltes Leben. Lektion 16: Neujahrsvorsätze. Hallo Anna, hast du über irgendwelche Vorsätze für das neue Jahr nachgedacht? Hallo John. Ja, ich glaube, dass das Setzen von Vorsätzen eine großartige Möglichkeit ist, das neue Jahr zu beginnen. Hast du welche gemacht? Unbedingt. Einer meiner Vorsätze ist es, meiner Gesundheit und Fitness Priorität einzuräumen. Was ist mit dir? Das ist ein großartiger Vorsatz. Ich möchte mich auch auf mein Wohlbefinden konzentrieren und mehr Selbstpflegepraktiken in meine Routine integrieren. Das ist wunderbar. Auf uns selbst aufzupassen sollte immer oberste Priorität haben. Was steht noch auf deiner Liste? Ein weiterer Vorsatz ist, mehr Bücher zu lesen. Ich möchte mein Wissen erweitern und verschiedene Genres erkunden. Lesen ist eine hervorragende Angewohnheit, die man kultivieren kann. Es erweitert unseren Horizont und regt unsere Fantasie an. Ich habe auch einen Vorsatz, der sich auf das Lernen bezieht. Wirklich? Was ist dein Vorsatz? Ich möchte eine neue Sprache lernen. Das wollte ich schon immer machen, und ich denke, dieses Jahr ist der perfekte Zeitpunkt, um damit anzufangen. Das ist fantastisch. Das Erlernen einer neuen Sprache öffnet Türen zu neuen Kulturen und Möglichkeiten. Für welche Sprache interessierst du dich? Ich tendiere zu Spanisch. Es ist weit verbreitet, und ich denke, es wird sowohl für das persönliche als auch für das berufliche Wachstum von Vorteil sein. Que interessante. Spanisch zu lernen wird definitiv Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrem Vorsatz. Gracias.
Danke für deine Unterstützung. Haben Sie noch andere Vorsätze auf Ihrer Liste? Ja, ich möchte eine konsistente Meditationspraxis entwickeln. Es wird mir helfen, Achtsamkeit zu kultivieren und Stress abzubauen. Das ist ein großartiger Vorsatz. Wenn Sie sich jeden Tag ein paar Augenblicke Zeit nehmen, um den Geist zu beruhigen, kann dies tiefgreifende Auswirkungen auf unser allgemeines Wohlbefinden haben. Absolut. Es ist wichtig, inmitten unseres geschäftigen Lebens Momente des Friedens und der Ruhe zu finden. Was haben Sie sonst noch im Sinn? Ich möchte auch meine Zeitmanagementfähigkeiten verbessern. Mir ist aufgefallen, dass eine bessere Organisation und Effizienz die Produktivität erheblich steigern können. Zeitmanagement ist in der Tat entscheidend. Es ermöglicht uns, das Beste aus unseren Tagen zu machen und unsere Ziele effektiver zu erreichen. Das ist eine unglaubliche Auflösung. Reisen erweitert unsere Perspektiven und bringt uns verschiedenen Kulturen näher. Es ist eine wunderbare Art zu lernen und zu wachsen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das sind also unsere Vorsätze für das neue Jahr. Unterstützen wir uns gegenseitig und lassen wir sie Wirklichkeit werden. Absolut. Gemeinsam können wir positive Veränderungen bewirken und ein erfülltes Jahr vor uns haben. Auf das Erreichen unserer Vorsätze.